Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Krypto- und Trading-Freunde. Heute speziell etwas für die Trader unter euch. Ja, ich habe für euch ein Excel-Sheet. Ich habe das jetzt total vereinfacht, habe noch ein paar Add-ons hineingefügt, aber ihr könnt eure Trades tracken. Genauso wie das ihr jetzt hier seht, ja, ein Portfolio-Profit mit hineinnehmen, damit ihr seht, okay, mit wie vielen Tagen, welchen Monaten habe ich wie viel Prozent aufs Portfolio dazu gepackt. Man sieht das aber auch vom Guthaben hier, ja, wie das eben aussehen kann. Es gibt eine Win-Rate, wie ihr hier links oben seht. Ja, das wird alles automatisch berechnet, vollautomatisch, wenn ihr einfach nur euren PNL eintragt, ja, den ihr in euren Trade gemacht habt und aber auch ein Startkapital. Man kann jetzt natürlich sagen, bei vielen Börsen sieht man das ja eh automatisch. Wir sprechen aber jetzt hiervon, wenn du eine Trading-Strategie für dich gefunden hast oder in YouTube etwas gesehen hast, was du gerne backtesten möchtest und du möchtest schauen, wie ist die Kurve, ja, vom Portfolio-Profit. Habe ich sehr hohe Drawdowns oder ähnliches. Dann ist das natürlich super ideal, um das Back zu testen oder wenn du live einer Strategie nachgehst, die jetzt nicht deinen Swing Trades zum Beispiel folgt, ja, weil dann hättest du auf den Börsen ja verfälschte Ergebnisse und da kannst du das eben wunderbar nutzen. Es ist wirklich super einfach zu bedienen, wir gehen das jetzt auch gleich durch. By the way, ja, ich möchte euch da etwas zeigen, es gibt nämlich jetzt auch einen CryptoK Discord-Kanal. Schaut da hinein, ja, es wird super spannend da drin, es kommt auch ein Indikator noch dazu, den ich schon einmal jetzt in Telegram geteilt habe. Ja, der wird auch kostenlos sein, ihr werdet dann noch erfahren, wie ihr den genau bekommt, aber es ist eigentlich ein ganz simpler Discord-Kanal, es gibt den Community-Chat, Tool und Ressourcen, es ist noch ganz am Anfang, ja, aber da kommt wirklich vieles für euch hinein, um das Trading-Leben, vor allem für die Starter, ja, die neu beginnen, zu vereinfachen. Es wird dann auch den Trading-Chat geben, Chartanalysen, Indikatoren, sehr spannender Bereich, auch die Bots, ja, by the way, meine Bots, ja, weil wir das hier offen haben. Ich habe hier welche offen, ich habe jetzt einen neuen Ethereum Crit Bot Trading aufgemacht, Crit Trading Bot. Hier haben wir Rune, ja, der ist aktuell im Minus, zu Rune komme ich aber noch in einem separaten Video, weil, also der hat ja unglaublich, er ist fast an seinem Boden und da habe ich schon einen Crit Trading Bot aufgemacht. Hier ist zum Beispiel der Ripple, also der XRP, der 18% jetzt gemacht hat in einem Monat, was sehr gut ist und der ist auch sehr stark am Konsolidieren. Und wir haben auch den Spot Martingale, der jetzt 3% gemacht hat in einem Monat, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also die laufen vollautomatisch nebenbei. Ihr wisst das von meinen Videos von meinem letzten Jahr, habe ich immer hier, bevor US-Tether herumliegen habe, lasse ich die lieber arbeiten und das funktioniert wunderbar. Und bei Rune, schaut euch mein nächstes Video an, was ich veröffentliche. Ja, ich habe das schon seit Tagen mit ein paar Kollegen besprochen. Wir sind hier so weit unten, dass ich hier auch schon Spot nachgekauft habe. Aber ja, kann auch risikoreich sein. Wer auch Interesse hat an solchen Bots, ich habe 2 komplette Tutorial-Videos. Ja, die werde ich am Schluss des Videos verlinken. Ihr wisst schon, die poppen dann so auf. Schaut euch das an, da erkläre ich einmal die Crit Trading Bots und den Martingale Bots, beide super sauber, kann man einfach passiv ein bisschen was nebenbei machen, wenn man natürlich auch schaut, aber das erkläre ich alles in den Videos. Machen durch das alles bei BitGet, wer noch nicht dabei ist, Link habt ihr in der Videobeschreibung, ihr bekommt 20% Rabatt auf die Fees, ja. Gerade bei Crit und Martingale ist das einiges und bei Crit haben sie momentan auch 50% nochmal bei SpotGrid Rabatt darauf. Das heißt, die Gebühren sind eigentlich fast zero, wenn man das so nennt. Kommen wir jetzt zurück zu dem Excel-Sheet, was ich gesagt habe. Da öffne ich jetzt mein Screen Monitoring. Und das sieht dann so aus. Ja? Also, was haben wir hier? Ich habe hier unten, ihr habt das alles kostenlos zum Download. Ja? Schaut den Link in die Videobeschreibung, ist einfach ein Google Drive Download, ist eine Excel-Datei, Sache ist erledigt. Wir haben hier unten einmal den PLN-Rechner und dann, wenn ich hier auf Anleitung klicke, habe ich hier euch eine Anleitung noch eingefügt. Super simpel, super einfach, ja. Weißer Bereich, kannst du deine Daten manuell eintragen. Ja, das gibst du aber alles in diesen Bereich ein. Das ist alles für dich manuell, was weiß ist, einzutragen. Auch dieser Bereich hier, ja, kommen wir aber gleich dazu. Der blaue Bereich, da trägst du dein Startkapital ein. Ja, das werde ich noch einmal ausbessern, weil da muss man immer schreiben mit 0,00 ja, hinterher. Und den gelben Bereich, den bearbeitest du bitte nicht. Ja, das ist nämlich alles vollautomatisiert. Wie funktioniert das jetzt? Ihr habt hier ja, von einem Trading Bot von mir, der im letzten Jahr gelaufen ist, habt ihr hier einige Trades darin. Ja? Und wie sieht es aus? Das Datum kann man oder sollte man bearbeiten, denn das Datum wird hier unten, weil hier ist einmal der Portfolio-Prozentsatz, der steigt. Ja? Dann wird das Datum hier nämlich eingetragen. Ohne Datum steht das hier eben nicht darin. Deswegen Datum wäre nötig, wenn du den Prozentsatz möchtest. Ansonsten wenn dich das nicht interessiert, welchen Coin du getradet hast, ob es Long oder Short war, ja, kein Problem. Du kannst einfach sagen, ich möchte diese Zellen löschen und es ändert sich hier auch nichts, ja, falls dich das interessiert. Dasselbe ist auch bei der Quantity. Es ist nur für dich selbst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt $1000 in einen Trade gegeben, ja, und habe das zum Beispiel verloren, damit du weißt, wie hoch war dein Trade, den du gesetzt hast. Also diese 3 kann man nutzen, muss man aber nicht. Dann kommen wir zum Startguthaben. Und da ist der erste wichtige Punkt, den ich erwähnen möchte. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich nehme 500, ja,
dann kann ich nicht die 500 einfach eingeben und Enter drücken, weil er macht nur eine 5 daraus. Ja? Das heißt unbedingt, das werde ich auch noch in der Anleitung reingeben, 500,00, dann berechnet er das korrekt. Ja? Und dann seht ihr das hier auch korrekt. Und dann seht ihr auch hier, dass sich hier alles ändert, ja? Mit diesen Prozenten, egal was ihr hier macht. Das nächste ist jetzt bei jedem Trade. Ihr gebt zum Beispiel ein Datum hinein, sagt, was es ist und dann sagt ihr hier, hey, ich möchte oder ich habe hier zum Beispiel 23,00 Dollar Gewinn gemacht, ja, und er berechnet automatisch, was ist eben hier jetzt auf dein Guthaben draufkommen und wie viel am Portfoliowert hast du dazu gewonnen. Ja? Das wird eben hier vollautomatisch gemacht. Das heißt, wirklich interessant ist dann, um die Berechnungen zu starten, die Spalte E, wo die PNL eingetragen werden muss. Ja? Und die Winrate, wie man hier oben sieht, die wird auch vollautomatisch berechnet. Die liegt in dem Fall bei 79,8%, was wunderbar ist. Ja? Und wenn du hier jetzt runtergehst, aktuell ist das bis zu Zeile 200 eben aktiviert. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier das erweitern und möchte weitere Trades hinzufügen, dann gehst du wie folgt vor. Du klickst hier auf diese Zeile und wenn du das jetzt hier siehst, da gibt es einen ganz kleinen Eck, ein grünes. Ja? Wenn das Plus erscheint, dann kannst du das einfach nehmen und hinunterziehen und du ballerst dir einfach mal, keine Ahnung, 20 weitere Trades hinzu. Und dann könntest du jetzt sagen, hey, was wichtig ist, ja, weil das war unser letzter Uptrade, dass ich alles hier andere, lassen wir mal das Datum darin, dass ich alles hier rauslösche, ja, weil das ist hier, meine PNL weiß ich noch nicht, wie viel habe ich gesetzt, Long, Short und mein Coin weiß ich noch nicht. Das Datum kann man anschließend auch noch ändern. Das musst du unbedingt darin lassen. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich nehme jetzt Bitcoin, ja, wir sagen jetzt Long, ich habe hier 1000 Dollar gesetzt und habe, oder 100, das sind es jetzt 100, sagen wir 1000 Dollar gesetzt und ich habe 100 Dollar Profit gemacht. Ja? Und hier auch wieder 0,00. Und jetzt siehst du, dass er hier wieder automatisch berechnet, ja, und den Portfoliowert. Jetzt haben wir aber eine Winrate, die sich wahrscheinlich erhöht hat. Wir haben ja 79,2 gehabt, jetzt haben wir 79,8. Ja? Und jetzt werden wir aber einfach mal minus 1000 machen. Also wieder 1000 Preise, aber wir wollen hier minus 100,00 und dann machen wir hier nochmal, also eigentlich wie hier, wir haben 1000 Dollar Trade, sagen wir, und dann haben wir noch einmal minus 50,00, ja, haben wir das eben wieder verloren. Und dann werdet ihr jetzt sehen, dass sich die Winrate hier oben verändert. Und wir sind nicht bei 79,8 oder 2, sondern bei 79,0. Das heißt, das wird hier vollautomatisch angepasst. Und ihr seht hier auch, ja, dass der Wert vom Portfolio, ihr könnt da mit der Maus hier darüber fahren, dann seht ihr hier, was ist der aktuelle Wert, 844 Dollar. Und wenn ihr hier nicht genau seht, wie viel habe ich jetzt aufs Portfolio draufgepackt, dann könnt ihr mit der Maus hier einfach darüber klicken, dann sind es jetzt 68,89%, die aufs Portfolio dazugekommen sind. Ja? Also super einfach zu bedienen. Ja? Und so könnt ihr das eben machen. Und das vielleicht auch noch zum Abschluss, damit ihr das auch noch wisst, wenn ich hier jetzt einen Doppelklick hineinmache, da ist eine Zeile drin, also ein Wert. Ja? Und E1000, das heißt, die Winrate, ja, wird jetzt bis zur Zeile 1000 hier links berechnet. Solltest du irgendwann über die 1000 kommen, ja, und bis bei 1000 einen Trade, ja, dann kannst du einfach hier hineingehen und kannst diesen Zeilenwert einfach erhöhen und sagst zum Beispiel bis 1500 und das machst du hier dann auch, ja, und dann geht das eben weiter bis zur Zeile 1500 berechnet er dann deine Winrate. Also super simpel, gerade zum Backtesten, ja, ist das eben ein Wahnsinn, wenn ihr Trading-Strategien testet, neue Trading-Strategien, ja, die ihr in YouTube aufgeschnappt habt oder irgendwie einen Indikator nutzt oder sonst irgendetwas, ja, dass ihr hier einfach die Trades einträgt und dann noch wirklich gut verfolgen könnt, wie eure Performance ist. Denn auf einem Account meistens hat man Swing Trades, man hat verschiedene Trading-Strategien und da ist natürlich die Trefferquote von einer speziellen Strategie dann eher schwer zu berechnen, sollte man das eben nicht aufzeichnen und so hast du einfach eine Übersicht für dich selbst, wie das eben funktioniert. Das wird auch noch in Zukunft in Discord eine Rolle spielen, ja, mit dem Indikator, denn wenn die Leute diesen Indikator nutzen, wird das auch sehr, sehr spannend für mich sein, wenn sie eben ihre Ergebnisse hier teilen. Ja, Scalping-Indikator kann man auch für Swing nehmen, aber Scalping funktioniert ja wunderbar, aber hier kommen noch Updates in naher Zukunft. Ja. Genau, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Excel-Sheet. Es ist etwas super Simples, super Einfaches, ja, nicht sehr professionell, aber es reicht auf zum Aufzeichnen, damit man hier ein bisschen mehr Überblick hat. Bis zum nächsten Video. Liked ein bisschen, kommentiert ein bisschen, freut mich und abonniert den Kanal, dass ich endlich die 13.000 voll bekomme. Würde mich sehr, sehr freuen.